Darf ich eigentlich schwarz fahren, wenn ich mir ein Ich fahre schwarz Schild auf die Brust klebe? Wir klären es in diesem Darf ich das Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke und ich habe ein Jobticket. Deswegen habe ich nicht die Problematik, schwarz fahren zu müssen hier in Köln. Aber der ein oder andere will vielleicht die 2,20 € oder was das hier auch immer konkret kostet für eine Kurzstrecke sparen und könnte auf die Idee kommen, sich auf den Pullover oder das Hemd so groß „Ich fahre schwarz" drauf zu schreiben. Ja, man könnte denken, das ist irgendwie von mir ausgedacht, aber das sind Fälle aus der Praxis. So zum Beispiel ein 52-jähriger Mann, der vom Amtsgericht Gießen verurteilt worden ist, weil er schwarz gefahren ist. Das Landgericht Gießen hat ihn dann aber freigesprochen, weil der Mann ein Schild hatte mit dem Aufdruck „Ich fahre umsonst". Naja, und das war dann eben die Kommunikation, dass er kein gültiges Ticket hat. Und Schwarzfahren heißt in der Juristerei Erschleichen von Leistungen. Und er war offenbar juristisch vorgebildet und dachte sich, ich erschleiche mir ja keine Leistungen, wenn ich nach außen deutlich zeige, ich fahre schwarz. Jeder kann es wissen, ich fahre schwarz. Und gescheitert ist das allerdings hier bei ihm dran, er hatte natürlich kein Ticket und war so ein politischer Aktivist, daran, dann beim Oberlandesgericht Frankfurt, dass das Schild nur scheckkartengroß war. Sprich, das Schild war zu klein, sagt das Oberlandesgericht Frankfurt. Außerdem hat er es nicht dauerhaft getragen, sondern zwischenzeitlich die Jacke, an der sich das Schild befand, auch mal auf seinem Schoß gehabt. Er wollte also den Eindruck erwecken, dass er nicht schwarz fährt. Das Schild war nur so pro forma angebracht. Ja? Und insofern galt das hier nicht. Gleiches hat auch mal das Oberlandesgericht Köln entschieden. Das war zu Zeiten des Karnevals 2011 in einem Intercity. Da hatte jemand an seiner Karnevalswollmütze, in seiner Krempe, so ein Schildchen, ich habe kein Ticket, also so ein Zettel reingesteckt. Und auch da hat das Oberlandesgericht Köln gesagt, ja, das war nicht auffällig genug. Aber um die Eingangsfrage zu beantworten, wenn ich hier mit so einem Schild durch die Bahn rumlaufe und sage, ich fahre schwarz, dann dürfte das auffällig genug sein. Wichtig ist, dass ihr nicht die Absicht habt, das zu verschleiern, dass ihr schwarz fahrt, sondern dass jeder das sehen kann und jeder Gast es im Prinzip auch melden kann. Dann erschleicht ihr euch keine Leistungen und dann habt ihr eben auch nicht mit den entsprechenden Bußgeldern zu rechnen. Also ein Trick, den ihr machen könntet, ob wir jetzt bald Leute mit T-Shirts alle nur noch rumlaufen sehen, ich fahre schwarz, bleibt zu bezweifeln. Aber wenn ihr es zu klein macht, das seht ihr hier, lassen die Gerichte diese Tricks auf keinen Fall gelten. Ja, aber jetzt ist noch eins wichtig. Natürlich schützt euch das nicht komplett vor irgendwelchen Zahlungen gegenüber dem Regionalzug. Denn das habe ich in einem anderen Video hier schon mal erläutert, dass man aufgrund der allgemeinen Geschäftsbedingungen der Verkehrsbetriebe normalerweise verpflichtet ist, die 60 € zu zahlen. Mit diesem Trick, mit dem Schild, kommt man natürlich nur aus der Nummer raus, dass man nachher strafrechtlich noch wegen Erschleichens von Leistungen dran ist, dass das erhöhte Fahrpreisentgelt gezahlt werden muss. Das droht euch trotzdem. Insofern ist es doch nur ein Mini-Trick. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen schlauer machen, wünsche euch ein tolles Wochenende. Morgen sehen wir uns hier an dieser Stelle schon wieder. Tschüss und bis dahin.